bei einer neuen Folge von Vampyr. Ich habe eine neue Nachricht gefunden. Und zwar, muss nur kurz gucken, ob die Aufnahme auch gestartet ist, lese ich die euch direkt vor. Dann haben wir einen guten Start. Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man soll Sie etwas ausruhen lassen und niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störung tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor gefallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit all dem nicht alleine dastehen. Ich bin froh, dass Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen im Pembroke, geschätzter Kollege. Wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlicher Grüßen, Edgar Griffith-Schwanensee. PS, ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckung über Econ dargelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen, verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu übervorteilen. Okay, das haben wir schon gelesen. Das war das, was wir beim letzten Mal gelesen haben. Ich glaube, wir wollten beim nächsten Mal weiter mit Patienten sprechen, wenn ich mich richtig erinnere. That is possible. Mal gucken. Wir müssen erstmal runter. Wir hatten nämlich bei dem einen, dem Typ gesprochen, der im Krieg war. Und mit der Frau, die denkt, die wäre ein Vampir. Jetzt wollen wir noch mit dem da hinten sprechen. Good evening, Mr. Hampton. Ach, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reid, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Zurück zum Flock. Oh, so viel Gespräche, ey. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Korruption? Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Nothing is da. Nichts verraten. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reid. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Bishop war das nicht der, den wir What is the gesnackt haben? general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Wet Boot Boys. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Clay Cox, den haben wir auf jeden Fall gesnackt. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know.
The sad saint of the East End. No one dares to bug a saint. Not even criminals. Okay. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Gut, Thank you, Dr. sir. Swansea. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Könntest du machen, ja. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Okay. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. Oh, sehr lange, sehr, sehr ausgiebige, lange Dialoge. Und jetzt brauche ich mal ein klein bisschen Action wieder. Also, lass uns mal wieder ein bisschen Action machen. Oh, hier steht was. Wegen der Grippe ist dieses Krankenhaus keine weiteren Patienten auf das Krankenhaus voll. Bitte kehren Sie wieder heim. Das ist gut. Stell dir das mal vor. Komme ich da hoch? Jetzt müsste ich doch hier hochkommen. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Glasfiguren sind da nur. Ah, da ist schon wieder einer zum Reden. Ach, na gut, komm, wir reden nochmal mit dem. Aber Good dann evening, ist Schluss sir. mit Reden. I don't know if a third opinion is needed. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Okay, vielleicht bist du mal ein bisschen freundlicher. Ah, kann ich gar nichts fragen? Komm, dann fragen wir den Goodbye erst for now. später. Fragen wir ihn später. Calm the children, Ellen. As for me, Später. Oh, ich habe jetzt... Ich will jetzt... Also, wir können später nochmal quatschen. Ich will jetzt ein bisschen Action haben. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Stimmt. It's locked. Wo könnten die sich verstecken? Komme ich hier nirgendwo hoch? Ach, guck mal, hier sind doch auch... Zerknitterter Brief. Meine Liebste, ich konnte endlich das Geld für die Gebühr auftreiben, die der Krankenwagenfahrer dafür verlangt hat, dich ins Krankenhaus zu bringen. Bitte mach dir keine Sorgen und werde einfach gesund. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe einige unserer Nachbarn gefragt. Ihnen zufolge ist dieser Mr. Hooks eine Art ehrlicher Gauner. Er mag zusätzliches Geld für ein Bett verlangen, aber das bekommt man dann auch. Bitte entschuldige, dass ich zunächst nicht zahlen wollte. Deine Genesung steht an erster Stelle. Das ist mir nun bewusst. Offenbar genießt das Pembroke Hospital einen guten Ruf, trotz des schlechten Benehmens dieses Milton Hooks. Ich verspreche dir, dass nun alles in Ordnung kommt. Ich komme dich schnellstmöglich an deinem sauberen Bett besuchen. In tiefer Liebe, Nikolai. Okay, das hat wohl alles nicht so gut geklappt. Warte mal, da war noch irgendwas. Ah, Schillinge. Oh, können wir die Toten beklauen. Das ist ja super. Hör auf. Ups, wo wollte ich denn jetzt lang gehen? Ich suche immer noch irgendwie so ein...
So ein Versteck oder so von denen, aber ups. Was ist denn das hier manchmal mit der Steuerung? Mal vielleicht hier. Von außen irgendwo. Wo könnten die denn sein? Ey? Was ist hier? Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Verhindern Sie Ansteckung. Unbedachtes Spucken, Schneuzen, Husten verbreitet die Grippe. Verbreitet sich durch Tröpfchen aus Nase und Rachen. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Sag mal, hier ist doch irgendwas. Muss doch da hochkommen, oder nicht? Komme ich nicht da hoch? Ich will da hoch. Wie komme ich dann nicht hoch, ne? Vielleicht kann ich da irgendwie hochlaufen oder so? Ich geh mal hoch. Hier sind ja noch mehr Leute, ey. Ja, guten Abend, ich bin der Doktor. Aber ich habe jetzt gerade keine Zeit für euch. Weil ich habe was zu tun schon. Es tut mir wirklich leid. Da unsere Vampirin. Irgendwo hier muss das sein. Nicht jetzt. Okay. Das ist auch zu. Dann gehen wir nochmal eins höher. Komme ich gar nicht rein. Okay, die Tür ist komplett geschlossen. Was ist hier? Da komme ich auch nicht rein. Ja, da komme ich auch nicht rein. Hier vielleicht irgendwo. Ist mein Zimmer, oder? Ah, dann weiß ich, was das hier ist. Irgendwo muss hier doch... Ich muss doch irgendwo hier rauskommen, oder? Da stand doch, dass ich aus dem Fenster rauskomme. Ach, hier leuchtet was. Ja, weil ich das herstellen soll. Aber ich kann es nicht herstellen, weil mir die Mats fehlen. Was ist denn das für ein Käse hier? Wie komme ich denn hier raus? Stand doch irgendwas von einem Gerüst. Naja. Was ist das hier für ein Raum? Hier ist auch wieder gar nichts. Gut. Ja, warte mal. Wie können wir denn hier mal... Bringe dem Gebüter. Bringe die Geldbörse zum Besitzer. Das können wir mal machen jetzt. Warum wird denn das nicht mehr angezeigt? Da oben. Warum wird denn das nicht angezeigt? Kann man das verfolgen oder so? Oh, warte mal. So. Markierung platzieren. Ja, da. Jetzt müsste ich es eigentlich... Aua, müsste ich es eigentlich markiert haben. Ich gehe mal dahin. Ach, das mit dem... Okay, das ist jetzt das Falsche. Wo ist jetzt die Markierung, die ich gesetzt habe? Die gibt es nicht. Ich laufe einfach mal hier in die Richtung. Wir gucken einfach mal. Wir werden jetzt irgendwas... Hauptsache wir machen. Enter at your own risk. Okay, wir wollen jetzt Hauptsache einfach mal irgendwas... An die Bürger Londons. Ausgangssperre. Offizielle Gesundheitswarnung. Die Ausgangssperre wird um 21 Uhr durch das Läuten der Kirchglocken verkündet. Allen Bürgern ist verboten, bis 5 Uhr morgens auf die Straße zu gehen. Bis auf weiteres gilt, eine Sperrstunde wurde für die gesamte Stadt verordnet. Alle müssen Masken tragen, um die Verbreitung der Infektion zu stoppen. Okay. Sollte eines der Mitglieder ihres Haushalts erkranken, informieren sie sofort die Behörden. Wegen der Ausgangssperre nicht nach 21 Uhr geöffnet. Okay. Ah ja, hier Klassiker, ne? Mit einem Kreuz auf der Tür. Okay, was hier für Geräusche? Moment. Ich muss erst hier unten gucken. Da oben ist irgendwas los. Das ist ein Vampir, oder? Wilder Skal. Oh, der ist Level 18. Scheiße, der ist Level 18. Was mache ich da? Ich habe da gar nichts verloren in dem Gebiet. Hä? Da wollte ich mal eine Markierung setzen. Sag mal, was macht das Spiel denn hier mit mir?
Markierung platzieren. Dann geht er da mal rein. Das ist ja voll blöd. Ah, jetzt. Jetzt wird es mir wieder angezeigt. Jetzt ist es wieder weg. Warte mal, ist das da drin irgendwo? Ach, ist der das oder was? Good evening. I'm Dr. Reid. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Rakesh. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Okay. Der kann, mit dem Please kann show man me handeln. what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure... Ja, Quatsch, nicht so viel. Opium, Codein. Ah, der hat diese Lösung hier, die ich brauche. Davon brauche ich 2 Stück. Danke. Achso, warte. Good evening. Du hast noch irgendwas zu erzählen. Wow. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Mhm. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Okay, sehr gut. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Oh je. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Okay, interessant. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, Das even stimmt. unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Du bist ja ganz schön naiv, Junge. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Richtiger Dealer. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness,
I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reid. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Oh, gar nicht so verkehrt, der Dude, ne? So, jetzt haben wir aber genug Goodbye, Mr. gequatscht. Chidana. Jetzt haben wir da zumindest, also er war nicht das, aber ich konnte zumindest bei ihm die Sachen kaufen, die wir gebraucht haben. Jetzt könnten wir hochgehen und das brauen. Ne? Wenn ich den Aufgang wieder finde. Also ich habe noch ein bisschen Orientierungsprobleme. Das ist der Jetlag noch von der Reise. Wir sind ja mit dem Boot hierher gekommen. Und ja, das war ziemlich anstrengend. Krankenschwestern werden jetzt gebraucht. Im Namen der Barmherzigkeit. Sie verlassen sich auf sie. Krankenschwestern werden jetzt gebraucht. Melden sich beim nächsten Registrierungsbüro des Ministeriums für Arbeit und Wehrdienst oder schreiben Sie an 50 King West, London. Der Pain ist wieder da. Der Pain, der gute Pain. So, warte mal. Ich musste rechts lang, ja? Auf Kriegsfuß mit Major Pain ist auch ein pretty amazing Film. Ich glaube, hier war mein Haus. Jawohl, dann können wir jetzt an unseren Schrank gehen. So, diesmal mache ich das Richtige. Okay, perfekt. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Bringe die Medizin zu Dorothy. Crane im Patientenzimmer. So, dann auf zur Dorothy. Wenn sie nicht gerade in Oss ist, dann... Oh, die kann man... Thomas Elwood. Gesund. Sieht echt nicht so doll aus, der Typ. Wo ist denn die Dorothy? Ich suche die gerade. Warum kenne ich die nicht? Thelma, unbekannt. Wie viele hier noch unbekannt sind? Da ist meine Vampirfreundin. Im Patientenzimmer. Wo ist denn die jetzt? Ja, ja. Wo ist denn die? 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 Hä? Ist es die? Ja, das ist die mit dem Blut, ne? Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Krankheiten. Krankheiten verringern die Blutqualität eines Bürgers. Verwende die richtigen Medikamente, um ihn zu heilen. Sprich mit dem Patienten im Zimmer hinter Dorothy, um seinen Gesundheitszustand zu kontrollieren. Okay, mit dem da also. Mit dem da. Hallo? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm okay. Dr. Jonathan Reid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reid? I've heard much of your talents as a physician. Ja. Erzählen Sie mir erstmal was What über can you tell me sich. about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Okay, das ist die richtige Einstellung. Sind Sie Are reich, you ja? really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Okay, was May I machst du ask so? if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Mhm, das ist aber nett von dir. Du bist eine richtig tolle Frau, du. What do you think of your reception here?
Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, Tja, considering dann. the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Oh, jetzt hebt nicht so ab, du. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Die ist also kriminell. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Das heißt, sie hat jemand anderen einfach in den Müllschlucker geworfen, damit du ein Bett frei hat für den und hat dafür 20 Euro kassiert. Ist ja unfassbar. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reid. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ich werde sie fressen. Das ist ganz klar. Also wer sich so hier verhält in meinem Krankenhaus, der wird halt gefressen. Ich muss jetzt weiter. Ach, jetzt kann ich auch noch mit dem Seppel reden. I'm Dr. Reid. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I Der wurde suppose that gebissen. this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Drücke E, um den Gesundheitszustand des Bürgers zu kontrollieren. Die Heilung verbessert deine Blutqualität, erhöht und belohnt dich mit EP. Aha, außerdem mit Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Oh Gott. You are not a burden, sir. Das ist doch keine Healing Bürde. is my responsibility. And you have my gratitude for that. Okay. Erzähl mir mal Tell was. me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Okay, dann lass es halt. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. Ja. She'd go all the way to hell and back to help. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Mutter. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not Ja. me you have to convince, Dr. Reid. Die Bluttransfusion übernimmt hier ein Vampir. Das ist mal in besten Is Händen. your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Okay, crazy. Die hat also diese ganz andere Mutterliebe. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Ja, okay. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Da fragen wir noch nach der Kehle und dann gehen wir. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not. Ja. Ach, so war der da, hat er noch hier. Ach, egal. I have to go now. Ruh dich mal aus, Junge. Bist ja völlig Waste your time fertig. with me. Ja, bitte. Jetzt habe ich den gehealt und das hat gar nichts gebracht. Ich bin gleich zum Edgar-Schwan. Bedenke, dass der Blut... Suche Bürger deiner Bannstufe oder niedriger und wähle sie mit Bedacht aus. Den könnten wir essen. Oh, hier gibt es so viele leckere. Oh, gibt so viele leckere Leute. Den könnten wir auch essen. Wir können ja nicht das Personal wegfressen, ey. Haben wir ja keinen mehr. Der sieht auch lecker aus. Also das mit dem Essen habe ich noch nicht verstanden. Oh Gott, wie wir aussehen.
Ja, sprich mit Dr. Schwanensee. Sei ruhig, sonst fliegst du raus oder wirst gegessen. Warte, wer hat es gesagt? Den könnte ich ja essen. Wer meckert hier? Du hast also was zu meckern, ja? Du hast was zu meckern, ja? Du hast also was zu meckern, ja? Hab ich's richtig verstanden? Good evening, Mr. Fitt. Good evening, Dr. Reid. Oh, den könnten wir essen. Wenn der frech ist. Goodbye for now, Mr. Fitt. Ich will aber erst noch mehr über die wissen, ey. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Onkel Schwanensee und dann später, wenn wir dann über den alles wissen, dann essen wir den. Oder die denkt, die wären Vampir, die können wir auch essen. Die wird eh keiner vermissen, ey. Die denken ja alle, die ist bekloppt, also wer vermisst die schon? Please, Jonathan, come in. Den Dialog hören wir uns noch an. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ja. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Ja. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Na, Edgar. Grüß dich, Edgar. Du musst dich nicht entschuldigen, mein There is Junge. no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. Ich töte You die. can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Fressen die einfach, die Enemies, ey. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Von daher, passt auf euch auf und fahrt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.